Wir brechen das Schweigen. Julian Assange wird gejagt wie kein zweiter Journalist vor ihm. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Einer der größten Enthüllungsjournalisten unserer Zeit ist im Gefängnis. Dieser Mensch hat mit seiner Organisation WikiLeaks grundsätzliche Verstöße gegen das Menschenrecht, gegen das Völkerrecht und Mord der Vereinigten Staaten aufgedeckt. Das, was Julian Assange mit WikiLeaks herausgefunden hat und aufgedeckt hat, ist wahrer Journalismus. Er hat als investigativer Journalist gezeigt, dass im Irakkrieg amerikanische Soldaten Zivilisten erschossen haben und auch Journalisten. Alles, was bisher von WikiLeaks veröffentlicht wurde, entsprach der Wahrheit. Da war gar keine Fake News dabei. Und genau das ist das Problem. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat. Man sieht an Julian Assange, was eigentlich die Staatsgewalt tatsächlich ist. Hier wird vor unseren Augen die Presse- und Meinungsfreiheit gefoltert. Von einem Schweinesystem, dessen Machenschaften er seit Jahren aufdeckt. Ihm wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Weil er die finsteren Geheimnisse der Supermacht USA veröffentlicht hat und auch die finsteren Geheimnisse vieler anderer Regierungen. So eine Dreistigkeit ist im Prinzip der Bankrott für jedweden Journalismus. Er könnte nach dem Spionagegesetz verurteilt werden und im schlimmsten Fall würde ihm sogar die Todesstrafe dafür drohen, dass er eigentlich nur seinen Job gemacht hat. Da wollen doch die von sich behaupten, sie hätten die Demokratie erfunden, dem, der die Wahrheit aufgedeckt hat, an den Kragen. Den Whistleblowern soll deutlich gemacht werden, wenn ihr unsere Verbrechen öffentlich macht, dann werden wir dafür büßen. Ja, wer auf den Misthaufen hinweist, ist natürlich immer viel gefährlicher als derjenige, der den Mist produziert. Merke dir, Julian Assange verübte nicht die Verbrechen. Julian Assange zeigte uns die Verbrecher. Ich finde es zum Kotzen, dass diejenigen, die auf Dreck hinweisen, mehr abgewatscht werden als diejenigen, die den Dreck verursachen. Dieser Mann hat nichts Falsches gemacht. Wenn eine Regierung nichts zu verbergen hat, braucht sie vor Meinungsfreiheit keine Angst zu haben. Es kann nicht sein, dass wir hier unsere Menschenrechte hochhalten und die Menschen, die dafür sorgen, dass wir sie auch einhalten, selber im Gefängnis landen. Und deshalb ist uneingeschränkte Presse- und Meinungsfreiheit elementar und so wichtig. Es muss unbedingt eine Möglichkeit geben, uns Bürgern gewisse Informationen zur Verfügung zu stellen. Deshalb bin ich dafür, dass Journalisten wirklich für uns Menschen etwas tun können. Julian Assange's Freiheit ist ein Kampf für Demokratie. Er muss freigelassen werden. Wenn das nicht passiert, kann man nicht erwarten, dass nochmal irgendwer es wagt, uns die Wahrheit zu sagen. Und dafür müssen wir mit einer kritischen Öffentlichkeit sorgen und dafür müssen wir solidarisch sein mit Julian Assange. Wir müssen uns vor allen Dingen zusammentun für eine gemeinsame friedliche Lösung. Das ist wichtig. Meinungsfreiheit bedeutet aber auch, dass man selber aufsteht und den Mund aufmacht. Wenn wir etwas aus unserer Geschichte gelernt haben könnten, dann das, dass wir nicht wegschauen oder schweigen, wenn anderen Menschen vor unseren Augen himmelschreiendes Unrecht angetan wird. Deswegen volle Solidarität mit Julian Assange. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Da sollten wir alle die Stimme erheben. Wir fordern die Freilassung von Julian Assange. Erhebe auch du deine Stimme. Jeder kann was tun, jeder kann sein Gesicht zeigen und jeder kann seine Stimme erheben. Denn wir kämpfen damit nicht nur für Julian Assange's Freiheit, wir kämpfen damit auch für die Pressefreiheit und damit für das Immunsystem der Demokratie. Es geht um unsere aller Freiheit. Alle Menschen, denen es irgendwie an Pressefreiheit gelegen ist, Journalisten, Publizisten, Verleger, Blogger oder YouTuber, müssten jetzt dafür sorgen gemeinsam, dass Julian Assange so viel Unterstützung bekommt. Wenn Julian Assange nach dieser Anklage ausgeliefert und verurteilt wird, betrifft euch das. Denn wenn es möglich ist, einen Julian Assange hinter Gitter zu bringen, ja, für das, was er veröffentlicht hat, dann ist es auch übermorgen möglich, dich, ihn oder über jemand anders hinter Gitter zu bringen, weil er irgendetwas recherchiert und veröffentlicht hat, was der amerikanischen oder einer chinesischen oder einer russischen oder einer türkischen Regierung nicht passt. Und genau deshalb brauchen wir vor allem eins: Mut. Wer? Wenn nicht wir. Wann, wenn nicht jetzt? Also, steh auf. Und sei laut. Denn er und WikiLeaks waren laut für uns alle. Und darum müssen wir jetzt laut sein, wenn man ihn zum Schweigen bringen will.